Jetzt baue ich den Mobitel vom Whoop auf einen Toothpick. Und das habe ich das Frame, die Schrauben, plus diese eine Metallschraube und ein Gummiband, um den Akku festzuhalten. Und als Werkzeug braucht man nur einen Kreuzschraubendreher. Der Mobitel wiegt 17,2 Gramm und mit dem Original 300 mAh Akku sind es knapp über 25 Gramm. Und mit meinem Favoriten-Akku sind es eben 24 Gramm. Und so fliegt er fantastisch gut. Hier bei dem Whoop sind alle Motorschrauben identisch. Das heißt, die Dicke von dem Kunststoffrahmen und von dem Carbonrahmen ist identisch. Somit kann man die gleichen Schrauben verwenden. Jetzt werden alle 12 Motorschrauben abgeschraubt. Jetzt habe ich alle 12 Schrauben von den Motoren gelöst. Jetzt wird nur noch die Kamera hier vorne abgeschraubt. Und zum Schluss die 3 Schrauben von dem Flugcontroller. Jetzt lege ich das Ganze auf den Kopf, drücke den Flugcontroller raus und schiebe die Motoren hier raus. Die Propeller müssen nicht abgenommen werden. Ich lasse absichtlich die Kamera hier vorne liegen, sodass ich einfach das Ganze jetzt von rechts nach links umbauen kann. Jetzt einzeln die Motoren durch den Schlitz durchlaufen lassen. Zuerst die Kunststoffschrauben drauf montieren. Hierzu verwende ich eine Mutter. Nun habe ich die 3 Schrauben montiert mit Muttern. Die sind halt fest und stabil und lassen sich nicht mehr umkippen. Jetzt kommen die Vibrationsdämpfer wieder an den Flugcontroller und das Ganze wird jetzt auf das Frame gesteckt. Die Motoren sind angeschraubt. Und ich kann jetzt die Kamera befestigen. Hier ist zu beachten, dass man hier so ein Stück vom Isolator platziert, damit man nicht in Berührung mit den Kontakten hier kommt. Das ist ein Stück davon abschneiden und hier ankleben. Jetzt kann man die Kamera hier befestigen. Das Kabel gehört hier zur Seite und die Kamera wird auf dem Schaumstoff befestigt. Dazu gibt es eine lange Metallschraube und als Abstandshalter verwendet man so einen Vibrationsdämpfer wie an dem Flugcontroller. Das Loch für die Kamerahaube, das steche ich hier einfach durch. Das mache ich ein bisschen breiter. Das ist ein steiler Winkel, sonst muss man die Löcher dahinter verwenden. Jetzt alle 3 Muttern anbringen. Jetzt kommt das Gummiband dran, mit dem der Akku festgehalten wird. Hier kommt der Akku und schon kann man es an Strom anschließen. Und bevor man das macht, sollte man unbedingt alle Propeller hier runterdrücken, damit die Achse hier dazwischen nicht frei ist. Es ist wichtig, dass die runtergedrückt werden, so verbiegen sich die Achsen nicht. Das bitte bei allen Propellern machen. So, jetzt bin ich fertig. Mal sehen, wie schwer jetzt es ist. Und er ist noch mal leichter, also unter 16 Gramm. Mit dem Originalakku sind es 23,8 und nehme ich meinen Favorit-Akku, dann bin ich unter 23 Gramm. Top. Ich nehme jetzt meinen Akku, den lege ich so an, zentriert und hier verbiege ich das bisschen und dann passt er hier perfekt drauf und alles ist perfekt. Zum Losfliegen ein bisschen die Antennen ausrichten, sodass die Antennen nicht in die Propeller geraten und schon kann ich losfliegen. Motoren an und er fliegt. Also kann ich auf die Wiese. Ich fliege mit der Radiomaster TX16S MK2 und der DJI-Brille mit dem analogen Modul außen montiert. Der Mobitel 6 hat jetzt doch mehr Power und er lässt sich jetzt besser kontrollieren. Ist aber auch klar, wenn kein Propellerschutz da ist, dann gibt es auch keine Störungen durch den Wind und so fliegt er natürlich schöner. Also klasse, der Mobitel 6 kann man wunderbar als Freestyle-Quad verwenden und schön üben auf kleinen Plätzen oder hinten im Garten. Die Reichweite des Videosenders bei 25 mW reicht vollkommen aus, wenn man jetzt nicht gerade weit wegfliegen will, aber der ist so klein, ich will mit dem eigentlich nur in unmittelbarer Nähe fliegen. Der Express LRS-Empfänger funktioniert auch sauber, also reicht alles, um in einem Umkreis von 100 Meter fliegen zu lernen. Also, viel Spaß beim Fliegen!